Die Grundlage dessen, warum wir uns in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln wollen, liegt eigentlich darin, dass wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen stärker sein wollen. Wir wollen vielleicht dominanter sein, wir wollen mit unseren Argumenten überzeugen, wir wollen selbstbewusster erscheinen. Dabei ist es aber besonders wichtig zu verstehen, welche Fehler wir zu unterbinden haben. Ein Thema, was vielleicht einigen von uns etwas schwerfällt. Auch mir persönlich ist dieses Thema zu seiner Zeit etwas schwer gefallen. Und zwar das große Thema Entschuldigen. Ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, ich möchte mich dafür entschuldigen. Wie entschuldigen wir uns richtig? Und welche Fehler sollten wir dabei meiden? Hier meine 8 Ratschläge, um euch richtig authentisch entschuldigen zu können. Los geht's! Ich möchte einleiten mit einem Gleichnis aus der Kampfsportart, Judo. Ein alter Schulfreund, der damals Judo gemacht hatte, hatte mir erzählt, dass das Erste, was sie lernten, es sei, wie man richtig hinfällt, damit man sich nicht verletzt. Noch bevor du lernst, wie du vielleicht einen richtigen Tritt oder einen Schlag ausgibst, lernst du, wie du fällst, wie du dich verteidigst, wie du es schaffst, dass du dich selber schützt vor noch mehr Schaden. In diesem Kontext möchte ich euch jetzt meine 8 Ratschläge geben, sich richtig zu entschuldigen. Es ist wichtig, dass wir durch die Entschuldigung auch uns selbst schützen. Mein erster Ratschlag: Redet euer Fehler nicht klein. Kommt nicht mit Aussagen wie, ja, ich habe doch nur Spaß gemacht oder ich habe nur versucht, dir zu helfen. Damit gebt ihr eurem Gegenüber nämlich das Gefühl, als seid ihr eurer Schuld gar nicht bewusst. Ihr hattet eine gute Absicht, aber der Gegenüber hat das nicht richtig verstanden, dass ihr eigentlich nur Spaß gemacht habt. Wenn ihr ein Fehlverhalten hattet, seid stark und gebt es zu. Entschuldigt euch aufrichtig. Der zweite Fehler, den man vermeiden sollte: Gibt die Schuld an der Sache nicht dem Gegenüber. Und damit meine ich nicht einen direkten Satz wie, ich bin gar nicht schuld, du bist schuld, sondern indirekte Schuldzuweisungen. So etwas wie, dass du glaubst, ich hätte einen Fehler gemacht, tut mir leid. Das ist keine gute Entschuldigung. Oder ein anderes Beispiel: Es tut mir leid, dass es so bei dir angekommen ist. Versuch nicht, durch die Entschuldigung die Situation schöner zu reden, indem du die Schuld dem Gegenüber zuweist. Der dritte Fehler, den man versuchen sollte zu vermeiden: die Entschuldigung auf eine Situation basierend zu erklären. Das ist jetzt ähnlich wie der Ratschlag Nummer 2, dass mein Fehlverhalten dazu geführt hat, dass du dich unwohl gefühlt hast. Es tut mir leid, dass es dich traurig gemacht hat. Es tut mir leid, dass es dich gestört hat. Es ist eine gekoppelte Entschuldigung basierend auf eine Situation und dessen Auswirkungen. Vermeidet diese Art von Entschuldigung. Vermeidet auch den 4. Ratschlag. Versucht nicht, euch selbst reinzuwaschen. Eine Entschuldigung wie, ich hätte das nicht tun sollen oder ich hätte das lieber anders machen sollen, ist eine gut gemeinte Entschuldigung, ist aber noch nicht ganz aufrichtig. Denn mit dieser Art und Weise der Entschuldigung gehst du noch nicht ausreichend auf die Gefühle und die Wahrnehmung der gegenüberliegenden Person ein. Du musst die Person natürlich auch abholen und fragen, wie es ihr damit geht. Aber nur zu sagen, ich hätte jenes anders machen müssen, ist noch nicht umarmend genug. Der 5. Fehler, den wir häufig beobachten, sehen wir bei Leuten, die eher Schwierigkeiten dabei haben, sich zu entschuldigen. Und zwar eine versteckte Entschuldigung. Aussagen wie, ich glaube, ich bin dir eine Entschuldigung schuldig. Oder ich denke, ich sollte dir sagen, dass ich traurig bin. Das sind indirekte Aussagen. Formuliere den Satz direkt. 6. Fehler: Entschuldigungen mit Voraussetzungen. Das ist sehr gemein. Ich werde mich entschuldigen, wenn du akzeptierst, dass du es nicht wiederholen wirst. Ich werde mich nur entschuldigen, wenn du mir auch vergibst. Ja, dann kannst du es auch direkt lassen. Eine Entschuldigung aufbauend auf Voraussetzungen ist keine richtige, echte Entschuldigung. 7. Fehler: Sich nicht selber zu entschuldigen, sondern es so rüberzubringen, als wäre es ein Auftrag von anderen Menschen. Meine Freunde haben gesagt, ich solle mich bei dir entschuldigen. Meine Mutter hat gesagt, ich solle mich bei meiner Schwester entschuldigen, also entschuldige ich mich jetzt. Hättest du auch gleich lassen können. Diese Entschuldigung kommt ja nicht von dir, sondern von einem Ratschlag von anderen Menschen. Mein 8. Punkt ist eher eine Feststellung als ein Fehler.
Eine Entschuldigung ist ein Zeichen der Stärke und ein Prozess des Erwachsenwerdens. Ich habe reflektiert und realisiert, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und dafür muss ich einfach gerade stehen. Wenn du dich dafür entschuldigen kannst, dann zeigst du Stärke. Du bist, Glückwunsch, erwachsen geworden. Wir wissen jetzt, auf welche 7 potenziellen Fehler wir achten sollten. Achtens, dass es ein Prozess ist des Erwachsenwerdens. Und ich denke, wir schließen ab mit einem positiven Eindruck, wie wir uns zu entschuldigen haben. Wir versuchen mal, die negativen Punkte positiv zu formulieren. Eine Entschuldigung ist voraussetzungsfrei, damit bedingungslos. Eine Entschuldigung akzeptiert Fehler und redet sie nicht klein. Mit einer Entschuldigung akzeptierst du den Wert, dem diese Person der Aktion beigemessen hat. Eine Entschuldigung beweist auch, dass du verstanden hast, was deinem Gegenüber wichtig ist, mit welchen Erfahrungen und Emotionen diese Person sich auseinandersetzen musste. Es ist also ein Zeichen, dass du empathiefähig bist. Es zeigt auch, dass du es bereust. Das muss ich unterstreichen. Entschuldigung bedeutet bereuen. Mach es also klar und deutlich, dass du die Sache bereust. Und es ist ein Versprechen. Ein Versprechen dafür, dass du diesen Fehler nicht wiederholen wirst. Du unterzeichnest mit deiner Entschuldigung, dass es hoffentlich das letzte Mal war. Und es zeigt deine Aufrichtigkeit. Jeder Mensch, der deine Entschuldigung auf einer richtigen Art und Weise zu hören bekommt, wird sich bei dir für diese Entschuldigung bedanken.